Wir sind Steffi und Carsten und seit Mai 2019 reisen wir in unserem Expeditionsmobil namens Dino entlang der Panamericana. Bestimmt nicht die letzte große Reise, welche wir mit euch teilen werden. So, unseren Nachtplatz für heute haben wir auch gefunden. Eigentlich mehr durch Zufall, aber ist ja auch schön. Stehen hier direkt an so einem kleinen Bächlein und haben jetzt nur noch so circa 10, 12 Kilometer bis zu den heißen Quellen, wo wir morgen früh direkt hinfahren. Heute hätte es sich nicht mehr gelohnt, weil wir fast den ganzen Tag unterwegs waren und die schon um 6 Uhr schließen. Deswegen wollten wir uns irgendwo hier in der Nähe etwas suchen. Ja. Einen wunderschönen guten Morgen. So, wir sind jetzt in der Therme Media Luna und hüpfen gleich mal ins Wasser. Guck mal, da die Ente. Ente. Das türkisblaue Wasser in Media Luna wird von 6 verschiedenen Quellen gespeist. Einige davon sind warm. So kommt es, dass das Wasser in den verschiedenen Becken und Kanälen zwischen 26 und 30 Grad warm ist und so einen ganz besonderen Lebensraum für verschiedenste Tier- und Pflanzenarten bietet. Besonders einige Süßwasserschildkröten scheinen das warme Wasser sehr zu mögen. Stellenweise ist es bis zu 30 Meter tief und lädt zum Tauchen und Schnorcheln ein. Versteinerte Bäume, Seerosen und Tunnel, die von Schildkröten bewohnt werden, lassen die Unterwasserwelt wie ein Märchenwald aussehen.
Wir sind jetzt in dem kleinen Bergdorf Aquismon. Hier gibt es eine Schwalbenhöhle, die mit einer Tiefe von 512 Metern zu den tiefsten Höhlen der Welt gehört. 568 Stufen mussten wir hinunterlaufen, um zur oberen Öffnung der Höhle zu gelangen. Auch wenn sie Schwalbenhöhle heißt, leben hier gar keine Schwalben, sondern die Weißkragensegler. Das sind Verwandte der Schwalben und Kolibris. Am Morgengrauen und in der Abenddämmerung kann man ihre Rituale beobachten. Wir waren am Abend dort und konnten zusehen, wie die ganzen Segler über der Höhle kreisten, um sich auf ihren Sturzflug zu ihren Nestern vorzubereiten. Alle paar Minuten spaltet sich eine kleinere Gruppe dem Schwarm ab und stürzt sich in das tiefe schwarze Loch. Sie wissen ganz genau, wo sich ihr Nest befindet und fangen ihren bis zu 600 Meter tiefen Sturzflug ab, um dort zu übernachten und die Jungen zu versorgen. Im Morgengrauen verlassen die Vögel kreisend die Höhle, um auf Nahrungssuche zu gehen. Dafür fliegen sie oft hunderte Kilometer weit bis an die Küste nach Veracruz. Neben den Weißkragenseglern trifft man mit ein wenig Glück auch schon mal die ein oder andere Gruppe Aras oder andere Papageien an der Höhle an. Wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg, da wir für die Nacht noch keinen Stellplatz gefunden haben. Die Straßen hier sind alle sehr steil und bieten keine Möglichkeit, sich hier für die Nacht hinzustellen. Und Schwalben gesehen? Ja, war schon beeindruckend, fand ich jetzt. Ihr nicht? Ja, doch. Ja, aber reicht, oder? Ja, können wir da gehen. 40 Ich hab auch Minuten da jetzt geguckt. Ich habe auch mal ins Loch reingeguckt gerade. Echt? Ja. Was wollten die dafür haben? Eine Spende. Spende. Einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben die Nacht hier mehr oder weniger eigentlich auf der Straße verbracht. Nachdem wir gestern an den Schwalbenhöhlen waren, sind wir einfach eine kleine Seitenstraße reingefahren, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwo ein kleines Plätzchen finden, wo wir übernachten können. Und dann haben wir hier auf der eigentlich schmalen Straße eine etwas breitere Stelle gefunden, weil hier irgendwie was gebaut wird. Und hatten die Leute gefragt, ob wir hier übernachten können. Und der, mit dem wir geredet hatten, der hat dann gesagt, er muss erstmal den Dorfchef hier fragen. Und dann sind wir alle zusammen zu dem Dorfchef, so nenne ich ihn jetzt mal, hingegangen und haben mit ihm geredet. Er wollte dann sogar noch unsere Ausweise sehen, hat sich ein bisschen mit uns unterhalten und dann durften wir hier auch stehen bleiben. Und später am Abend sind wir dann auch in eine Kneipe gegangen, die auch da vorne irgendwo ist, und haben ein paar Jungs kennengelernt, die so, keine Ahnung, schätzungsweise 15, 16 waren. Und mit dem einen sind wir dann so ein bisschen ins Gespräch gekommen, der uns eine Tour verkaufen wollte, die wir eigentlich auslassen wollten, weil sie zu teuer ist. Und ja, nach dem einen oder anderen Bierchen hat er uns dann die Tour für die Hälfte des Preises angeboten, wo wir dann gesagt haben, ja, dafür kann man so eine Tour durchaus machen. Wir sind jetzt zu 5, inklusive des Jungen, und fahren gleich zu den Tamul-Wasserfällen mit einem kleinen Bötchen hin. Das Ganze kostet normalerweise um die 60, 70 Euro für ein Boot, und wir haben es jetzt für 35 oder so bekommen. Das hat er uns direkt so angeboten. Haben wir ihm Bier ausgegeben. Kann sich also lohnen, mal hier in Mexiko
in eine Kneipe reinzulaufen und eventuell ein paar Guides kennenzulernen. Und heute Morgen saß hier noch so ein Hühnchen, und zwar direkt hier vom Dino, was uns ein bisschen auf den Sack gegangen ist. Hey, wer bist du denn? Ganz schön abgemagert bist du. Da unten ist er. Das nächste Brathähnchen. So, nachdem unser kleiner Freund aus der Kneipe uns dann irgendwie hat hängen lassen, er ist nicht aufgetaucht, haben wir dann noch einen Weg gefunden, wie wir hier schön am Fluss stehen können. Also wir stehen jetzt überhalb von den Tamul-Wasserfällen. Die sind jetzt noch ungefähr 1 Kilometer in die Richtung. Da gehen wir jetzt hin. Ist eigentlich ganz schön hier, und dann denke ich mal, werden wir noch eine Nacht hier stehen bleiben. Heute Morgen wurden wir von den Papageien geweckt, dann war ich rausgegangen mit dem Fernglas. Ich habe auch 2 gesehen, aber leider nicht filmen können. Die sind direkt auf mich zugeflogen und waren dann noch weg. angekommen. Wir sind jetzt oberhalb von dem Wasserfall, vom Tamul-Wasserfall. Und wir können richtig froh sein, dass wir jetzt in der Trockenzeit hier sind und nicht in der Regenzeit. Weil so ein blaues Wasser, einfach nur krass. In der Regenzeit wäre hier jetzt alles schlammig.
Und zu guter Letzt jetzt noch eine ungeschnittene Drohnenaufnahme, einfach nur weil ich sie habe und weil sie so schön geworden ist. Dann würden wir jetzt schon sagen, stop dreaming, Start planning. haut auf den Abonnieren-Button und bis nächste Woche. Ach ja, und haut doch noch mal ein bisschen was in die Tasten, schreibt uns was in die Kommentare. Und selbst wenn ihr gerade nicht wisst, was ihr in die Kommentare schreiben sollt, dann schreibt einfach irgendwas, wie ihr das Video so gerade fandet. Der Algorithmus und wir werden es euch danken. Tschüss. Ein Däumchen nach oben tut natürlich auch immer gut. Nicht nur uns, sondern auch dem Algorithmus und der Reichweite. In diesem Video sowie in vielen weiteren Videos von uns stecken übrigens ca. 25 Stunden Arbeit nur im Schnitt. Einen kleinen Nervenzusammenbruch, um es noch nett auszudrücken, nach Verlust von ca. einem Viertel meiner Arbeit und 5 weitere Stunden vor dem Rechner will ich euch diesmal auch nicht vorenthalten. Wer sich nun von meiner letzten Aussage getriggert fühlt, einen blöden Kommentar zu hinterlassen, darf sich gerne auf unsere langsam, aber stetig wachsende Blockiertenliste hinzugesellen. Ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ein besonderes Dankeschön hingegen geht an alle, die unsere Arbeit wertschätzen und uns auf unserem Weg unterstützen. So, ich glaube, jetzt habe ich alles gesagt, was ich schon längst mal gesagt haben wollte. Ich gehe mir jetzt ein Bier holen und verabschiede mich. Tschüss. Also jetzt auch wirklich. Ne? Ciao. Tschüss. Aber ja, die Aufnahme lasse ich noch zu Ende laufen. Keine Sorge. Jetzt aber. Tschüss.